willkommen bei Fairforce. Heute sind wir hier mit der fantastischen Daniela Seib. Daniela, du bist zertifizierte Personal Trainerin und du verhilfst Menschen ganzheitlich zu ihrem höchsten Potenzial. Vielleicht magst du dich aber selber noch mal kurz vorstellen und einen kleinen Eindruck von der Tätigkeit geben, also was du so machst, wie du den Menschen verhilfst. Ich bin die Daniela Seib, ganzheitliche Personal Trainerin, und bei mir ist der Schwerpunkt das Körperbewusstsein, also eine Verbindung aus Körper, Geist und Seele zu schaffen, alle Elemente, Ernährung, Bewegung und auch eben Stressreduktion sind mit abgedeckt in dem Konzept. Und vor allem helfe ich Unternehmer und Unternehmerinnen. Wie kommt das dazu, dass du dich ausgerechnet auf die Zielgruppe Unternehmerinnen und Unternehmer spezialisiert hast? Es sind sehr interessante Menschen. Ich habe mir überlegt, auch mit wem habe ich richtig Lust zu arbeiten. Ich kann meinen höchsten Nutzen am besten den Menschen auch dienen, wenn ich mit ihnen häufiger trainiere. Und oft sind es dann eben Unternehmer oder Manager, die es sich auch leisten können, 1- oder zweimal die Woche ein Training zu machen. Und ja, da kann ich dann eben am besten helfen. Da war auch am Anfang so ein bisschen das Problem, weil man ja jedem helfen will. Und genau da zu schauen, wie ich mich aber fokussiere. Und es ist ja extrem wichtig, auch eine klare Zielgruppe zu haben und zu schauen, wo kann ich denn am besten dienen, den Menschen am besten helfen. Wunderbar, vielen Dank für diesen Eindruck. Welche Themen beschäftigen dich denn zurzeit? Ja, mich beschäftigt einiges. Zum Beispiel, wie kann ich als Unternehmerin selbst Mitarbeiter, also ein Team aufbauen und Mitarbeiterinnen in mein Team gewinnen, die loyal sind, die meine Mission teilen, die einfach so Bock darauf haben, das auch zu machen und den Weg mitzugehen, also auch das gesamte unternehmerische Ziel mitzuverfolgen, dass ich da im Vertrauen sein kann, dass ich mich darauf verlassen kann. Genau, und dazu ist es ja wichtig, dass einfach die Arbeitsbedingungen für diese Unternehmer dann wiederum perfekt sind. Also, dass man sich einfach super gut fühlt, und viele haben ja auch schlechte Erfahrungen gemacht in Arbeitsverhältnissen, und das möchte ich einfach anders machen. Was würdest du denn in erster Linie anders machen wollen, besser machen? Vor allem eine wertschätzendere Art und Weise des Umgangs miteinander wäre mir sehr wichtig. Also Ehrlichkeit müsste an erster Stelle stehen, dass man sowohl das Feedback oder ja, wie man mit den Mitarbeitern halt eben umgeht und umgekehrt auch, dass das dann eingefordert werden kann, dass da eine 100%ige Ehrlichkeit ist, also dass man lieber auch frühzeitig irgendwelche Unreinheiten oder so dann bespricht, sodass sich zu jeder Zeit auch jeder sicher sein kann, dass man sich da einfach einig ist. Weitere Punkte, was mich beschäftigt, ist auch, wie kann ich in unterschiedlichen Zeiträumen als Frau von jetzt den verschiedenen Zyklen in der Schwangerschaft und auch mit Kind oder mit Kindern, wie kann ich immer wieder mich koordinieren, dass meine eigentlich mal so super, sozusagen mein Zeitmanagement, was so gut funktioniert hat, und es verändert sich dann in verschiedenen Phasen ja immer wieder und ist immer wieder ein Thema, oder auch, wie ich mich darauf vorbereite, dann eben, wenn ich Mama werde, dass einfach alles reibungslos weiterläuft. Genau, so Dinge beschäftigen mich auch. Das ist eine große Herausforderung jetzt gerade in so einer Schwangerschaft. Ich bin mir sicher, dass du das optimal managst. Und dadurch, dass du das selber jetzt quasi erfährst, hast du natürlich auch ein tolles Einfühlungsvermögen dann auch. Vielleicht auch für andere Kunden von dir, die das eben aktuell auch betrifft. Vielleicht kannst du dann dadurch die Leute bereichern und hast dieses große Gefühl dafür, wie sich sowas, mit welchen Einschränkungen oder ja, Bedingungen man da im Alltag zu hadern hat. Ja, bleibt es spannend. Wenn du jetzt die Macht hättest, 3 Dinge zu verändern, welche wären das? Verändern würde ich, wenn ich es könnte. Ich bin gerne im Vertrauen, aber wenn ich es in der Hand hätte, dann würde ich definitiv dafür sorgen, dass jegliche Arbeitsverhältnisse wie auch Bewerbungsverfahren schon wertschätzender und ehrlicher auch vorgehen. Also das, was ich jetzt erwähnt habe, wie ich selbst, wo ich denke, das wäre für mich dann in meinem Unternehmen wichtig. So sollte es ja übergreifend eigentlich überall gehandhabt werden, dass ein menschlicher Umgang miteinander überall im Fokus steht, die Gesundheit des einzelnen Menschen und ja, dass halt eben Respekt gewahrt wird. Und daher würde ich schon die Bewerbungsverfahren ändern und bestimmte Dinge einfach ausgrenzen, dass sie nicht so vorkommen können. Also ich denke, es werden einfach in dem Sinne Personen ausgegrenzt in Bewerbungsverfahren zum Beispiel, schon von vornherein. Und die Arbeitsbedingungen sind dann auch nicht unbedingt optimal. Zum Beispiel auch, was das anbelangt, wie die Vereinbarkeit eben von Familie und Beruf ist. Das sollte
viel einfacher gemacht werden, beziehungsweise total optimiert werden, sodass es überhaupt kein Hindernis mehr ist, eben ja, Familie aufzubauen, wenn man gleichzeitig auch im Unternehmen bleiben möchte. Es gibt ja Musterbeispiele von tollen Kinderbetreuungen in Unternehmen. Das sollte einfach eine Voraussetzung sein. Ja, und selbst jemand, der jetzt vielleicht keine riesengroße Firma hat und nicht gleich einen kleinen Kindergarten da angeschlossen haben muss, kann trotzdem, denke ich, in irgendeiner Form es umsetzen, dass auch Mütter eben in den Arbeitsverhältnissen sein können. Genauso wie auch halt eben die Optimierung von allen Gesundheitsmaßnahmen würde ich ändern, dass einfach betriebliches Gesundheitsmanagement mehr eingeführt wird. Also wir wissen ja mittlerweile sehr gut, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist. Es gibt viele Kenntnisse über, dass Bewegung, Atmung, Stressreduktion sehr, sehr wichtig sind, dass das die Stärkung des Immunsystems zum Beispiel auch dazu führt, dass die Mitarbeiter dann eigentlich produktiver sind und nicht so oft ausfallen. Und trotzdem, und obwohl es der Staat sogar fördert, trotzdem wird gesundheitliches Management noch zu wenig meiner Meinung nach eingesetzt. Also eigentlich müsste es überall geben, vielleicht auch so als, ja, einfach als Verpflichtung für einen Arbeitgeber, auf diese Dinge zu achten. Das nochmal zusammenzufassen: wertschätzender Umgang im Bewerbungsverfahren und im Arbeitsverhältnis selbst, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dann halt eben das betriebliche Gesundheitsmanagement. Da waren jetzt ja schon einige Punkte dabei, wo ich rausgehört habe, das sind durchaus Themen, die aktuell auch deine Branche beschäftigen könnten. Welche Herausforderungen beschäftigen denn deine Branche aktuell darüber hinaus? Ja, das ist also eine gute Frage, was auch die Branche ist. Also ich würde mich gar nicht mehr gerne der Fitnessbranche zuordnen wollen. Und da gibt es meiner Meinung nach einen sehr großen Unterschied, was eben Fitnessstudios und große Anlagen anbelangt, im Gegensatz zu ganzheitlich arbeitenden Personal Trainern zum Beispiel. Und was alle betrifft, sowohl ob es jetzt größere Fitnessanlagen sind, als auch kleinere Personal Trainings, Studios, Lounges oder auch ja, sollte die vielleicht wie ich online arbeiten, ist eben dieses Thema, sich auch digital aufzustellen, um in solchen Zeiten eben auch ja, einfach lösungsorientiert handeln zu können und noch Spielraum zu haben, denn derjenige, der nur in den Studios die Kunden betreut und sich digital sozusagen etwas verweigert, der wird ein großes Problem wahrscheinlich noch haben. Wir wissen ja nicht, wie lange das noch anhält, dass wir unter ja, anderen Bedingungen eben, also Einschränkungen leiden. Da kann ich es nur jedem empfehlen, sich auch online einfach zu beschäftigen und dort auch aufzustellen. Und die Menschen brauchen das ja auch. Also die Menschen, die dann mehr zu Hause sind, ja, genießen das ja auch, wenn man dann halt eben auch eine Online-Betreuung anbietet zum Beispiel. Also liebe Zuhörer, ein sehr wichtiger Aspekt oder wichtiger Appell. Gut, liebe Daniela, wie sieht denn für dich ein optimaler Arbeitstag aus? Ein optimaler Arbeitstag ist für mich auf jeden Fall, startet der nach dem Aufwachen mit einer Meditation. Ohne die Meditation geht es gar nicht mehr. Also meine morgendlichen Routinen, um dann eben produktiv zu sein, sind sehr, sehr wichtig für mich. Und diese Zeit möchte ich auch immer mir rausnehmen. Und dann sind im Idealfall Termine etwas später. Ich habe den frühen Vormittag noch für kreative Aufgaben. Das kann aber auch immer wieder tagesabhängig unterschiedlich sein, weil ich den Mitgliedern ja auch da unterschiedliche Möglichkeiten anbieten möchte. Und wenn ich morgens schon Meditation und Kurs anbiete, dann ist meine eigene Meditation vorangestellt und dann habe ich dann vielleicht noch mal ein bisschen Zeit für mich, wenn dann das Training beendet ist für meine Mitglieder. Und im Tagesverlauf ist es sehr, sehr wichtig für mich, dass ich mir mittags eine Pause gönnen kann, wieder Energie auftanken kann und etwas Frisches zu essen zubereiten kann und auch zwischendurch einfach eine Pause machen kann und an die frische Luft gehen kann und dann wieder immer fokussiert arbeiten. Und wenn dann eben der Fokus nachlässt, dann wieder eine kleine Pause machen und wenn es nur kleine Atempausen sind. Genau. Und bei mir erfordert es halt immer auch ein bisschen von Tag zu Tag den Unterschied, weil mal sind auch abends Kurse oder Trainings und ein anderes Mal ist es dann am Morgen und dementsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel am Abend noch ein Training habe und es endet erst um 21:30 Uhr mit Beantworten von allen Fragen und so dann noch ein bisschen später, dann ist es für mich wichtig, dass ich dann auch schnell abschalte. Also umswitche und selbst dann einfach nur noch was für mich mache, statt dann auch noch immer weiter irgendwelche unerledigten Aufgaben erledigen zu wollen, um dann halt eben einen guten, ruhigen Schlaf zu haben, der ist ganz, ganz wichtig.
Jetzt hast du ja schon einige Aspekte angesprochen, wie du Energie auftankst, was ich zum Beispiel sehr sinnvoll finde, an die frische Luft zu gehen, Atempausen zu machen. Und darüber hinaus hast du ja viele tolle Impulse auch mitgeteilt. Fällt dir spontan noch irgendwas Wichtiges ein für unsere Zuhörer, wie sie sich Energie auftanken können? Ja, also ich finde ganz, ganz wichtig, immer wieder in den Körper rein zu fühlen und auch zu schauen, dass man einmal die kleinen Pausen über den Tag macht. Bewegungspausen, wie wenn es nur nach einer Dreiviertelstunde Arbeit kurz die Schultern zurückrollen, aufstehen, sich mal strecken ist. Ja, das dauert ja immer nur ganz kurz und man darf halt nicht dann so stur immer weitermachen. Oder dann halt eben eine Minute lang eine Atemtechnik von 4 Sekunden einatmen, 2 Sekunden die Luft anhalten, 6 Sekunden ausatmen und das so weiter fortsetzen. Das ist etwas, was den Fokus innerhalb von kurzer Zeit wieder erhöht. Dann aber auch, was mir persönlich auch ganz wichtig ist, wenn ich merke, das ist alles etwas viel, auch das Online-Arbeiten, digitales Detox, also dann nehme ich mir einen Vormittag oder einen Tag, wo ich dann abschalte und dann auch rausfahre, zum Beispiel aus der Stadt und einen Waldspaziergang mache und wirklich dann mal das Handy weglasse und nur für mich bin. Da tankt man so dann nochmal richtig Kraft. Also das ist auch immer das, wo danach wieder ganz andere kreative Kräfte und Power entsteht. Sehr wichtiger Impuls. Da habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, was für dich faire Arbeitsbedingungen bedeuten. Faire Arbeitsbedingungen sind für mich ein wertschätzender Umgang, vielleicht sogar, ich sag mal, was viele nicht gewöhnt sind, in der Ellenbogengesellschaft sogar ein liebevoller Umgang mit allen Mitmenschen. Das heißt, sowohl Arbeitgeber und Mitarbeiter untereinander, sowie halt eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass die an erster Stelle stehen, genauso wie auch die Gesundheit. Hervorragend. Liebe Daniela, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses inspirierende Interview und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer können eine Menge an Impulsen für sich daraus mitnehmen. Vielen Dank auch für die Möglichkeit und einen wunderschönen Tag noch. Sobald dem man ihn tut, kiekst ein, wo wie so lang abwarten. Mein Hart ist open für die Welt, dat alle, dat bleibt achten. Sobald dem man ihn tut, kiekst ein, wo wie so lang abwarten. Mein Hart ist open für die Welt, dat alle, dat bleibt achten.